Dieses Sedativum ist bei dauerhafter Einnahme nicht ganz ungefährlich. Ich denke, Sie sollten vielleicht auf ein homöopathisches Präparat umsteigen. Das ist lieb von Ihnen. Aber ich habe sowieso vor, beruflich etwas kürzer zu treten. Ja, und daher brauche ich keine Beruhigungsmittel mehr. Meinst du, ich kann ein paar Tage hier bleiben in der Pension? Ja, klar. Auch ohne Kohle. Muss ich erst mal Jule fragen. Jule darf nicht wissen, dass ich hier bin. Auch sonst niemand, bitte. Okay. Danke, das werde ich dir nie vergessen. Ich beneide Sie um Ihren Ehemann. Der liest Ihnen doch wirklich jeden Wunsch von den Augen ab, Frau von Weinbach. Neulich hat er mir sogar eine Yacht geschenkt. In den nächsten Tagen, da wollen wir die Jungfernfahrt machen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das haben Martin und ich schon längst getan. Was reden Sie da für ein dummes Zeug? Oh, hat Martin es Ihnen noch nicht gesagt? Meine Damen, ich bitte Sie, wir sind doch hier in einer Oase der Entspannung. Ich gehe dann mal das Zedernöl holen. Sie wollen sich doch nur rächen, weil Martin nicht auf Ihre billigen Reize hereinfällt. Unsere letzten Treffen fand Martin jedenfalls immer sehr aufregend. Dass ich nicht lache. Zum Beispiel die Nächte, die wir miteinander verbracht haben, während Sie in Brüssel waren, auf Geschäftsreise. Auf Ihrer schicken neuen Yacht. Frau Jones, Ihre Anwendung. Marco wartet. Ja, ja. Das glauben Sie doch selber nicht. Fragen Sie einfach Ihren Skipper. Jochen. Ein netter Kerl übrigens. So, einmal extra stark. Danke, den kann ich gebrauchen. Warum darf niemand wissen, dass du hier wohnst? Verfolgt dich dein komischer Verehrer immer noch? Telefon. Nous les mecs, Isabelle, moi? Ja, wann bräuchten Sie denn das Zimmer? Sekunde, ich guck mal. Nein, tut mir leid. Nein, wir sind total ausgebucht. Ja, sorry. Tschüss. Zimmer 9 ist doch noch frei. Warum sagst du, wir sind total ausgebucht? Oh, hallo Christiane. Hallo, Frau von Weinbach. Störe ich? Ich kann auch das Speisezimmer machen. Ja, bitte machen Sie das Speisezimmer sauber. Worauf warten Sie? Ja, den nehme ich mit. Das ist nicht nötig. Aber der ist total voll. Haben Sie sonst nichts zu tun? Ja doch, das Speisezimmer. Ja, dann machen Sie das Speisezimmer sauber. Das Frühstück war sehr lecker. Aha. Aber das letzte Croissant hätte ich mir verkneifen. Oh, armes Ding. Soll ich dich tragen? Ja, bitte. Ah! Nicht so! Lass mich runter! Wir hätten doch im Bett frühstücken sollen. Ist weniger anstrengend. Du wolltest nicht auf mich hören. Tja, aber wir haben noch den ganzen Tag frei. Wir könnten noch zusammen Mittag essen und Abendessen und... Oh. Von Anstecken? Hallo Henning, ich bin's Marie. Hi, wie geht's? Danke, gut. Ich wollte dich fragen, ob wir uns vielleicht kurz sehen können. Wann? Heute? Ja?
geht's denn? Kannst du vielleicht kurz im Label vorbeikommen? Okay, aber wirklich erst später, ja? Gut. Ich würde dich nicht drum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Gut. Tschüss. Gut, bis dann. Ich muss nachher noch kurz zu Marie. Nur kurz. Ja. Ach, wollen wir nachher zusammen zum Großmarkt fahren? Florian kommt mit. Du, würdest du dich bitte um Handwerker kümmern, die das Zimmer oben reparieren? Damit wir das so schnell wie möglich wieder vermieten können. Ja klar, mache ich sofort. Danke dir. Bis nachher. Ciao. Warte mal kurz, Oliver. Jule hat sich gerade ziemlich gewundert, weil ich ein Zimmer nicht vermiete. Ich habe ihr gesagt, dass das Bett kaputt ist. Das ist echt lieb von dir, danke. Wenn Jule rausbekommt, dass ich dich da umsonst wohnen lasse, dann bin ich Ihnen eine ziemlich gute Erklärung schuldig. Ich suche mir doch bald was Eigenes. Aber wirklich bald, ja? Weil ich habe keine Lust, sie länger anzulegen. Isabel, dieser Typ, der hinter mir her ist, der darf mich auf keinen Fall hier finden. Ich verstehe das nicht. Wenn ihm einfach klar machst, dass er dich in Ruhe lassen soll? Das habe ich doch schon versucht, das bringt nichts. Je weniger Leute wissen, dass ich hier bin, umso besser. Wenn dieser Typ wirklich so aufdringlich ist, warum gehst du nicht zur Polizei? Sollen die den verhaften, weil er an mich verknallt ist? Ja, sollst du dich wegen dem Typen länger verstecken? Es ist ja nicht mehr für lange. Ja, tut mir leid, Oliver. Ich kann Jule einfach nicht mehr lange was vormachen. Bitte schön. Danke, Christiane. Möchten Sie vielleicht auch einen Cognac? Gern. Danke. Für mich nicht, danke. Mama, weißt du vielleicht, wo der Faust steht? Frag doch Papa. Wann denn, wenn er nie da ist? Wofür brauchst du denn den Faust? Wir nehmen in Deutsch gerade Goethe durch. Und nächste Woche müssen Alexa und ich einen Vortrag über das Gretchen halten. Sag mal, was wollte Marie eigentlich vorhin? Weiß ich nicht. Sie hat nur gesagt, es sei dringend. Kann es sein, dass sie immer noch nicht über dich hinweg ist? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Sie weiß, dass mein Herz vergeben ist. Hey, Pax. Ach, hallo, mein Schatz. Weißt du vielleicht, wo der Faust steht? Frag am besten Mama. Oh, ihr seid echt ganz klasse, super. Entschuldigt, ich bin spät dran. Hallo. Kein Problem. Tag, mein Schatz, ich bin aufgehalten worden. Von deiner Mätresse? Wovon redest du? Na, von deiner Affäre mit Silvia. Ich glaube, wir müssen los, oder? Ja. Aber Schatz, das ist doch längst vorbei. Da hat sie mir aber was ganz anderes erzählt. Hallo, schöne Frau. Lass dir mal was Neues einfallen. Wieso ist für euch eigentlich jedes Kompliment sowas wie eine Beleidigung? Wieso denken Typen wie du immer grundsätzlich, sie sind unwiderstehlich? Vielleicht, weil ich unwiderstehlich bin? Willst du was trinken? Nee, ich warte eigentlich nur auf Olli. Schönen Tag noch, auch ohne mich. Hey. Hast du den Schlüssel bekommen? Ja. Gar nicht so leicht, einen Vorwand zu finden, Herrn Brand an das Teil abzuknöpfen. Aber ich heiße nicht umsonst an die Fritsche. Ich ist im Verlass. Wieso willst du eigentlich ausziehen? Isabel und Jule haben sowieso schon Verdacht geschöpft. Und Lukas hat mich auch hier gesehen. Ja, und was passiert, wenn Guido mich findet, das weißt du ja. Schöne Scheiße.
bin gleich wieder da. Mein Zimmer ist jetzt wieder frei. Wo geht's denn hin? Ich find schon was. Oliver, sag mal diese Geschichte von dem Typen, der da angeblich in dich verknallt ist. Die ist doch gelogen, oder? Du, das restliche Geld, das überweise ich dir noch. Und vielen Dank nochmal für alles. Ciao. Lass uns abhauen. Ciao, Estelle. Du hast deine Affäre nie beendet, stimmt's? Bitte, Beatrice, ich kann dir alles erklären. Das hat deine Geliebte bereits getan. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie verdammt demütigend es war, das von Silvia erfahren zu müssen? Ich wollte es dir längst sagen, aber ich wusste einfach nicht wie. Und stattdessen hast du mir eine Yacht geschenkt, um dich von deiner Schuld loszukaufen. Ach, das hat doch damit nichts zu tun. Du wolltest bloß ein Plätzchen haben, wo du ungestört mit dir sein kannst. War's denn wenigstens nett? Bitte, Beatrice, lass uns in Ruhe darüber sprechen, ja? Okay. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und ich erwarte eine ehrliche Antwort. Ist diese Frau dir so wichtig, dass du dafür unsere Ehe aufs Spiel setzt? Das ist auch eine Antwort. Danke. Glaubst du denn, die beiden kriegen das wieder hin? Zu erfahren, dass der Ehemann ein Verhältnis hat, ist schon schlimm genug. Und dann noch die ganze Zeit belogen zu werden. Beatrice kann einem echt leid tun. Mit so einem Vertrauensbruch umzugehen, ist nicht leicht. Oh Mann. Ich muss langsam mal zu Marie. Ist gut. Sehe ich dich heute Abend zu Hause? Ich hoffe doch. Tschüss. Ciao. Darf ich? Du strahlst ja heute mit der Sonne um die Wette. Das könnte an Henning liegen. Aha, könnte. Ich bin so verliebt, Isabel. Marie ist kein Thema mehr? Nein, er hat sich ganz klar für mich entschieden. Das ist schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so glücklich mit einem Mann werde. Of course, I will send you some more detailed information. Sure. You will hear from me soon. Bye. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Du hast also tatsächlich mit deiner Gattin gesprochen. Ja, was blieb mir denn anderes übrig, nachdem du ja gründliche Vorarbeit geleistet hast? Wir sind uns zufällig begegnet. Das rechtfertigt noch lange nicht, dass du sie derart vor den Kopf stößt. Hätte ich mir noch länger anhören sollen, wie sie vor aller Welt von eurer Ehe schwärmt? Wir hatten eine Abmachung. Ich wollte Beatrice von uns beiden erzählen. Ja, aber du hast es nicht getan. Trimmel! Ich habe auf einen günstigen Zeitpunkt gewartet. Für so ein Geständnis gibt es keinen idealen Moment, das weißt du genau. Das musst du schon mir überlassen, ja? Statt mir Vorhaltung zu machen, solltest du mir dankbar sein. Bitte. Wir können jetzt zusammen sein, ganz offiziell, ohne uns verstecken zu müssen. Das wolltest du doch immer. Wenigstens meinen Kindern hätte ich es gern selbst erzählt. Ich würde so gerne mit dir ausreiten kommen, aber Das nächste Mal, hm? viel Spaß. Rufst du mir hin? Das mache ich. Also, mach's gut. Ciao. Tschüss. Wir würden gerne was bestellen. Ja, sofort. Und du hältst die Klappe, wie Guido gesagt hat. Ja, reg dich wieder ab. Was darf's denn sein? Wir hätten gerne 2 Altschätzchen. Okay. Hey, nicht so eilig. Ich hätte da nämlich noch eine Frage. Worum geht's denn? Du kennst auch sicher einen Oliver Sabel. Du weißt schon, so ein süßer, kleiner Schwuler. Wieso? Wir wüssten gerne, wo er ist. Wer sind Sie überhaupt? Ach, sieht man das nicht? Wir sind Freunde von ihm. Also, wo steckt er? Ich weiß nicht, wo er steht. Weiß nicht, wo er steckt. Na, dann denk mal scharf nach. Und jetzt raus mit der Sprache. Das Wo steckt die Schwuchtel? Jetzt bald. Glaubst du, du kannst mich verarschen? Bist du heute wieder ungeschickt? Was soll das? Mein Kumpel ist manchmal etwas jähzornig. Und beim nächsten Mal könnte er richtig wütend werden. Ja. Hi. Hallo.
Na, viel zu tun? Ja, das heißt nein. Wie geht's dir? Danke, gut. Schön. Das freut mich. Marie, was ist denn los? Ich komme einfach nicht damit klar. Dass wir... Und dass du Teilhaber am Label bist, das macht's für mich nicht gerade einfacher. Henning, ich würde dir gern deinen Anteil ausbezahlen. Du willst was? Bitte. Tu mir den Gefallen. Hey, du. Meinst du mich? Ich sehe doch hier sonst niemanden außer dir. Also meinst du doch mich. Sag bloß, du hast plötzlich gemerkt, dass du doch auf mich stehst. Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Sag mir lieber, wo Oliver ist. Hier ist er jedenfalls nicht. Andi, ich muss sofort zu ihm. Soll ich ihn vielleicht herzaubern? Kannst du vielleicht einmal aufhören mit deinen blöden Witzen? Wo hast du ihn hingebracht? Jetzt denk doch nicht gleich hier so. Andi! Wenn du es genau wissen willst, er versteckt sich vor irgendeinem Kerl. Andi, Oliver ist in Gefahr. Mann, eben waren zwei ziemlich finstere Typen bei mir im Laden. Die haben nach ihm gefragt. Oh, shit. Ja, also bring mich jetzt zu ihm oder ich schalte die Polizei ein. Ach, ich weiß nicht. Bist du mit den Bedingungen nicht einverstanden? Doch, doch. Daran ist nichts auszusetzen. Marie, wir hatten doch beruflich noch nie Probleme miteinander. Nein, hatten wir nicht. Kommt dein Entschluss dann nicht vielleicht ein bisschen plötzlich? Können wir nicht trotzdem versuchen, wie Freunde miteinander umzugehen? Als du damals hier eingestiegen bist, waren wir gute Freunde. Und dann? Henning, ich kann dich nicht ständig sehen und so tun, als sei nie was zwischen uns gewesen. Marie, das verlangt doch auch keiner von dir. Mir wär's lieber, wir gehen uns aus dem Weg. In jeder Hinsicht. Willst du nicht unterschreiben? Wenn du nichts dagegen hast, lese ich ihn zu Hause in Ruhe durch. Steht dir natürlich frei. So wie ich ihn durchgegangen bin, schicke ich ihn dir zu. Ja? Mach das. Danke, dass du keinem gesagt hast, wo ich bin. Olli, ich hatte gerade Besuch im No Limits von zwei Schlägertypen. Die beiden wollen die Kneipe zu Kleinholz machen, wenn sie nicht sagt, wo du bist. Mann, Olli, was hast du denn mit solchen Typen zu tun? Es gibt da jemanden, dem ich noch Geld schulde. Und der will seine Kohle jetzt zurück. Wer? Olli, was ist passiert? Das spielt doch keine Rolle. Das spielt sehr wohl eine Rolle. Schließlich haben die mich auch bedroht. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Glaubst du denn, ich habe dir deine Geschichte von dem eifersüchtigen Lover abgekauft? Bitte, es darf niemand wissen, wo ich bin. Auch nicht die Polizei, sonst kriege ich tierisch Ärger. Den kriegen wir alle, wenn du das nicht klärst. Isabel, bitte. Ja gut, ich verspreche es dir. Danke. Wo schläfst du denn jetzt überhaupt? Also, Herr Brandner hat hier so eine Hütte. Lange kann ich da aber auch nicht bleiben. Ja, weiß der Brandner denn? Nein, das weiß er nicht. Jetzt reicht das mal die nächsten Tage. Das vergesse ich dir nicht. Und vielleicht weiß ich was, wo du erstmal in Sicherheit bist. Hey Mama, guck mal, was ich...
Meinst du? Nein. Ist das nicht cool? Ja. Das steht dir bestimmt super. Alexa fand's auch gut. Ist wirklich alles okay? Was ist mit dir? Hattest du Streit mit Papa? Hallo. Hallo. Ich habe dich vermisst. Mhm. Ganz schrecklich sogar. Ich denke, du hast den ganzen Tag auf dem Gestüt zu tun. Habe ich auch, aber die Pferde hatten Sehnsucht nach dir. Genauso wie ich. Deshalb stehen sie jetzt gesattelt draußen im Hof und warten auf uns. Ich würde ja gerne, aber ich muss noch was tun. Wie soll ich das denn den Pferden erklären? Gib mir einen Apfel von mir. Ich glaube nicht, dass sie sich damit zufrieden geben. Und ich bin auch enttäuscht. Also schön. Eine beleidigte Freundin und ein beleidigtes Pferd, das wäre zu viel für mich. Ich habe gewusst, dass ich dich irgendwie überreden kann. Ich pack nur noch schnell zusammen, okay? Okay, beeil dich, ja? Ja. Kommst du? Ja, sofort. Entschuldige bitte. Du musst dich bestimmt nicht entschuldigen. Das hätte ich Papa nie zugetraut. Warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Bestimmt wird alles wieder gut. Warum? Franziska, ich weiß es. Du zerstörst unsere ganze Familie. Wir sind dir wohl scheißegal. Du bist so ein egoistisches Arschloch. Sollen wir mal eine Pause machen? Ja, gern. Oh. Darf ich bitten? Weißt du eigentlich, wie wunderschön du bist? Henning. Doch, das stimmt. Weißt du, wo ich gerade dran denken muss? Woran? Wie du von mir weggelaufen bist, als ich dir gesagt habe, wie ernst es mir ist. Nicht, dass du mich jetzt wieder bis nach Hause schleppen willst. Nur wenn du mir versprichst, dass ich dir nicht mehr egal bin. Ich bin so glücklich mit dir. Und ich mit dir. Henning, willst du mich heiraten?